The Bus ist ja nun ein schon sehr lange angekündigtes Spiel aus dem Hause TML. Was kann man sich denn darunter vorstellen? The Bus wird unser nächster großer Stadtbus-Simulator und befindet sich momentan noch in der Entwicklung. Das Spiel soll im Frühjahr 2021 zuerst in den Early Access gehen, bevor es einige Monate später auf Steam für Windows PC endgültig veröffentlicht wird. Wir entwickeln The Bus bereits seit Mitte 2016 und haben den Titel das erste Mal auf der Gamescom 2017 der Öffentlichkeit präsentiert und zuletzt den neuesten Stand auf der Aerosoft Nextem 2020 gezeigt. Was genau heißt Early Access? Early Access bedeutet, das Spiel ist zwar noch nicht fertig, aber man kann es bereits zu einem reduzierten Preis kaufen und testen. Inhalte werden im Laufe des Early Access hinzugefügt und gegebenenfalls überarbeitet. Fehler werden korrigiert und Performance optimiert. Diese offene Entwicklungsphase dient dazu, das Feedback der Community zu sammeln und gemeldete Fehler zu korrigieren, damit The Bus zum endgültigen Veröffentlichungstermin so gepolished wie möglich erscheint. Das bedeutet natürlich nicht, dass nach dem endgültigen Release nicht noch regelmäßig Updates erscheinen werden. Wer also an der Entwicklung von The Bus mit allen Fehlerkorrekturen und Performance-Optimierungen mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen, am Early Access teilzunehmen. Alle, die auf ein fertiges Spiel warten, sollten sich bis zur finalen Veröffentlichung gedulden. The Bus steht ja nun schon ziemlich lange in den Startlöchern. Was habt ihr denn die letzten 4 Jahre so getrieben? Die ersten Recherchen haben im Frühjahr 2016 angefangen und das Projekt hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die Stadt ist natürlich gleich geblieben, aber was der Spieler machen kann, soll und wie dies genau funktioniert, wurde oft besprochen und angepasst. Die Entwicklung zieht sich jetzt natürlich bereits schon einige Zeit hin. Das liegt daran, dass wir uns dieses Mal viel mehr Zeit nehmen als bisher, da wir weniger Druck haben, einen fixen Termin zu erreichen. Und der Early Access erlaubt uns, das Spiel wirklich rund zu machen, bevor es dann endgültig released wird. Wie kamt ihr eigentlich auf den Gedanken, noch einen weiteren Bus-Simulator zu entwickeln? Da muss ich etwas länger ausholen. Die Entwicklung von World of Subways 4 lief leider nicht so wie erhofft. Die Verkaufszahlen haben bis heute nicht die Produktionskosten eingespielt. Also hatten wir uns zusammen mit Aerosoft einen 5-Jahresplan erstellt und wussten danach, dass wir uns in der absehbaren Zeit auf Bussimulatoren konzentrieren werden. Angefangen hatten wir mit der Idee von Dirk Ohler, Produktmanager bei Aerosoft, für die Planung eines Reisebus-Simulators mit Fokus auf Europa. Bis Aerosoft die Kooperation mit Fairbus arrangiert hatte, welche dann kurz darauf mit Flixbus fusionierten. Nach ein paar Meetings mit Aerosoft, Fairbus Flixbus und uns von TML Studios sind wir uns dann alle einig geworden, dass wir aus dem Reisebus einen Fernbus-Simulator mit Fokus auf Deutschland entwickeln wollten. Deutschland war damals das Hauptgeschäftsfeld der beiden Fernbusunternehmen. Daher reduzierten wir zwar die Länder auf ein einziges, vergrößerten aber den Maßstab von 1:20 auf 1:10 und konnten mehr Städte in diesem einen Land umsetzen. Zumal wir auch noch auf eine neue Game Engine umsteigen mussten, welche gut streamen sollte, um diese große Open World überhaupt umsetzen zu können. Aus der Idee und Planung für einen Reisebus-Simulator wurde nach einer Urlaubsreise unseres Chefs auf Fuerteventura dann der Tourist Bus Simulator. Und wir konnten die vorherigen Ideen und Überlandbusse dort gut umsetzen. Den nächsten Milestone für das Studio konnten wir damit ebenfalls angehen. Ein Wirtschaftssystem, welches wir mit Hilfe von PDP entwickelten, die in dem Bereich schon Erfahrung gesammelt hatten. Wir hatten uns damals für diesen besagten 5-Jahresplan 3 Milestones für uns als Studio gesetzt und nun schon 2 davon umgesetzt. Open World Streaming mit dem Fernbus Simulator und ein Wirtschaftssystem mit dem Tourist Bus Simulator. Blieb nur noch der dritte und letzte offen. Aerosoft hatte uns dann vorgeschlagen, aufgrund der guten Erinnerungen an Citybus New York, Citybus München und Bus Cable Car bei uns, aber vor allem bei unserer Community, einen neuen Stadtbus-Simulator zu entwickeln. Und dieses Mal mit Multiplayer. Damit würden wir dann alle 3 großen Bereiche von Bussen
mit entsprechenden Simulatoren abgedeckt haben. Reise- bzw. Fernbusse, Überlandbusse und Stadtbusse. Wir wussten also, dass wir einen Stadtbus-Simulator mit Multiplayer umsetzen wollten und suchten nach der passenden Stadt. Unsere Hauptzielgruppe besteht zu größten Teilen aus deutschsprachigen Usern. Aber mit Hilfe des Fernbus-Simulator und Tourist-Bus-Simulator hatten wir eine noch größere und multinationale Community gesammelt. Und dieser wollten wir eine Stadt bieten, welche weltweit bekannt ist. Deswegen haben wir uns für Berlin entschieden. Berlin bietet des Weiteren ein großflächiges Busliniennetz, viel Tourismus und weltbekannte Sehenswürdigkeiten, eine reiche Geschichte und deckt auch noch alle weiteren öffentlichen Verkehrsmittel ab. Tram, S-Bahn und Regionalbahn, sogar Schiffsfähren und der gelegentliche ICE. Also ein großer Spielplatz mit sehr viel Zukunftspotenzial. Kannst du uns noch weitere Details zu The Bus nennen? The Bus wird Berlin im Maßstab 1:1 nachbilden und 4 Buslinien der BVG enthalten. Die Linien TXL, 100, 200 und 245. Ja, auch die Linie TXL. Obwohl es diese mittlerweile nicht mehr gibt. Und der Flughafen Tegel wird in The Bus auch noch in Betrieb sein, da das Spiel in den Jahren 2016 bis 2018 angesiedelt ist. Seit dem Citybus-Simulator München von 2012 ist dies wieder der nächste Stadtbus-Simulator, welchen wir bei TML Studios entwickeln. Die Städte im Fernbus-Simulator sind aufgrund des kleineren Maßstabs der Karte leider nie so lebensecht, wie sie sein könnten. Aber hier können wir mal wieder zeigen, was möglich ist. Wir setzen Berlin also so um, wie es zum Start der Entwicklung von The Bus 2016 war und werden den Titel auch nach finaler Veröffentlichung weiter mit Updates aktualisieren. Für den Transport der Fahrgäste stehen euch 3 verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Der Scania Citywide, der MAN City DD und der VDL Citea. Citywide und Citea wird es in 2 Versionen geben. Einmal mit Gelenk und einmal ohne Gelenk. Und der MAN City Doppeldecker wird ebenfalls noch in Betrieb sein. Werden all diese Feature gleich zum Start des Early Access verfügbar sein? Nein, es wird zuerst nur die Linie TXL und nur der Scania Citywide enthalten sein. Wenn man das Spiel allerdings zum Start des Early Access kauft, werden alle weiteren Features, die in einer späteren Phase des Early Access vor dem Release erscheinen, kostenlos hinzugefügt, sodass keine weiteren Kosten entstehen. Im eigentlichen Spiel zum Beispiel werden bereits einige Ingame-Editoren enthalten sein, mit welchen man zum Beispiel neue Linien erstellen kann oder vorhandene Linien editieren kann. Verschiedene Routen können erstellt und zu Kursen zusammengestellt werden. Weitere Ingame-Editoren werden während des Early Access voraussichtlich noch hinzugefügt. Was meinst du, wie lange wird die Early Access Phase ungefähr dauern? Wir schätzen zurzeit, dass sich The Bus ca. 8 bis 16 Monate im Early Access befinden wird, bis alle Inhalte hinzugefügt und überarbeitet wurden, die Performance ausreichend optimiert und so viele Fehler wie möglich gefunden und korrigiert wurden. Was steht noch so auf der Feature-Liste für The Bus? Die Community soll mit Modding-Tools die Möglichkeit haben, die Karte von Berlin zu editieren oder gleich neue Karten für andere Städte zu erstellen. Dabei wird es natürlich auch möglich sein, Städte aus anderen Ländern umzusetzen. Der Modding-Editor wird am Anfang vielleicht etwas kompliziert aussehen, aber wir glauben, unsere Community wird sich sicherlich schnell damit anfreunden und großartige Städte entwickeln. Mit The Bus werden wir zum ersten Mal das Thema Multiplayer angehen. Und das ist für uns als Entwickler mit einer der größten Herausforderungen bei diesem Titel. Durch den Multiplayer ist die Größe von Berlin leider auch limitiert auf lediglich 20 Quadratkilometer. Darüber hinaus können wir die Daten und Position der Spieler nicht mehr fehlerfrei synchronisieren.
Die Karte ist dann aber immer noch groß genug für eine Fahrt vom Betriebshof Indira-Gandhi-Straße bis zum Flughafen Tegel, was bei gutem Verkehr immer noch über eine Stunde Fahrt bedeutet. Und das ohne Fahrkartenverkauf und ohne Haltezeiten zu berücksichtigen. Noch eine technische Frage. TML arbeitet bekanntlich auf der Unreal Engine. Kannst du uns dazu noch mehr verraten? Vor der Entwicklung des Fernbus-Simulators haben wir uns dafür entschieden, auf die Unreal Engine 4 von Epic Games umzusteigen, weil eine so große Welt einfach nicht mehr mit der alten Game Engine umsetzbar gewesen wäre, welche wir zuvor nutzten. Seit dem Release des Fernbus-Simulator haben wir eine Projektbasis für unsere neuen Fahrsimulatoren in der Unreal Engine aufgebaut und die bereits erschienenen Titel immer wieder mit Updates aktualisiert. The Bus profitiert natürlich durch diese kontinuierliche Weiterentwicklung, sowie auch ältere Titel mit derselben Engine aus unserem Studio. Bestimmte Features, wie zum Beispiel der geplante Multiplayer für The Bus, lassen sich allerdings nicht so einfach mal in die älteren Titel integrieren. Sind DLC für The Bus geplant? Könnt ihr dazu überhaupt schon etwas sagen? Ideen zu DLCs für The Bus haben wir natürlich bereits, wie zum Beispiel neue Städte in anderen Ländern. Aber zuerst wollen wir The Bus erfolgreich durch den Early Access bringen.